Willkommen zu Episode 3 unserer Reise in den Oman. Letzte Episode sind wir ja bereits im Oman angekommen. Jetzt geht's durch die Berge, durch die wilde, schroffe Berglandschaft des Omans nach Maskat zur Hauptstadt und dann weiter entlang der Küste, auch durch eine schroffe Wüsten- und dann Berglandschaft zur wunderschönen Stadt Salalah. Ich hoffe, ihr habt Spaß dabei. Nach unserer ersten Nacht in der schroffen Gebirgslandschaft des Omans fuhren wir zunächst weiter bis nach Ypri und übernachteten auch dort, um am nächsten Tag zu der sehr reizvollen historischen Oasenstadt und einstigen Hauptstadt des Omans, Niswa, weiterzufahren, wo wir 2 wunderschöne Tage verbrachten. Wir sind hier in Ypri und dort direkt am Schloss, am Ypri Castle. Dieses Castle wurde vor 500 Jahren ungefähr erbaut und diente dem Schutz der Stadt Ypri. Ansonsten gibt es da, glaube ich, nicht viel zu sagen. Leider ist es geschlossen, also hineingehen können wir nicht. Soll sehr schön sein, aber scheint jetzt keine Touristenzeit. Heute haben wir auch hier in Ypri übernachtet, auf einem Parkplatz mehr in der Stadt und dann versucht, Gas zu tanken, was leider im Oman anscheinend sehr schwierig ist. Wir sind bei den Gaswerken hier gewesen und der Mann dort hat alles versucht, damit wir Gas tanken konnten, aber es hat leider nicht geklappt. Aber phänomenal war die Freundlichkeit und die Hilfsbereitschaft der Kollegen dort. Wer bringt das hier? Niswa ist eine der ältesten Städte Omans und war einst die Hauptstadt des Landes sowie ein bedeutendes religiöses und kulturelles Zentrum. Berühmt ist die Stadt vor allem für ihr beeindruckendes Fort aus dem 17. Jahrhundert und die umliegenden Dattelpalmenhaine am Fuße des Hatscha-Gebirges. Nach 2 herrlichen Tagen in Niswa fahren wir zum Jabal Shams, um eine Wanderung auf dem bekannten Balcony Walk zu machen. Bevor es losgeht, tanken wir aber erst einmal Wasser. Morgenstimmung am Jebel Shams.
Wir bereiten uns auf unsere kleine Wanderung auf dem Balcony Walk vor. Wir sind heute um 5 Uhr in der Früh aufgestanden, um diese Wanderung zu starten. Okay, wir haben erst um 7 richtig angefangen und wir hoffen, es wird eine schöne Wanderung sein. Das ist jetzt der Anfang. Die Berge des Oman sehen aus wie angehobene, aufgerissene Meeresböden, deren Schichten offen vor uns liegen. Zwischen den schroffen Felsen spürt man ganz stark, wie langsam und geduldig die Landschaft über Millionen Jahre geformt wurde. Man kann die Stille hören. Wir sind eigentlich die einzige Störung hier. Lecker. Ja, wir sind hier am Balcony Walk bei Jebel Shams. Jabal. Jebel Shams. Jabal Shams. Also Sonnenberg. Berg. Genau. Das ist ein wunderschöner Hike direkt am Rande des Grand Canyons des Oman. Also ich war immer eifersüchtig, als der Jens immer so erzählt hat von seiner Wanderung in Amerika in Grand Canyon. Vor 40 Jahren oder mehr. Ja, und jetzt, Gott sei Dank, habe ich endlich mal ein bisschen ein Gefühl von Canyons und so ein Hike in so ein Canyon. Es ist genannt the Grand Canyon of Arabia. Also Oman ist es in Oman, aber es ist Grand Canyon of Arabia. Geschafft. Nach dieser beeindruckenden Wanderung fuhren wir zum Wadi al-Nahr. Wir wollten in diesem Wadi übernachten, fuhren dann allerdings etwas auf einen Hügel vor dem Wadi. Da das Wasser angeblich schnell ansteigen würde, sollte es stark regnen. Die Wetter-App sprach von einer leichten Regenwahrscheinlichkeit von 10%. Am nächsten Tag wanderten wir in den Wadi, den wir beim Balcony Walk von oben gesehen hatten. Hello, how are you? Assalamu alaikum. Wahnsinn.
Der Rückweg war dann etwas einfacher. Ein französisches Paar nahm uns mit ihrem allradbetriebenen Fahrzeug mit. Nach 2 Tagen am Djebel Shams fahren wir nun nach Maskat. Für die nächste Nacht wählten wir einen Stellplatz 50 Kilometer östlich von Maskat mit Blick auf die schroffe Küstenlandschaft. Wir sind kurz von unserem Stellplatz ganz oben hier runter gewandert und Jens geht jetzt ins Wasser. Ich will nicht. Es macht mich nicht so an, aber ist wahrscheinlich doch schön. Jens wird berichten. Ja, ich wollte hier nach den ersten paar Tagen im Oman nochmal ein paar Eindrücke wiedergeben, die wir hier von dem Land schon in der ersten Woche bekommen haben. Vielleicht fängst du mal an, oder? Naja, also diesmal sind wir uns einig. Ja, voll. Also die Freundlichkeit, die wir erlebt haben, ist wirklich übermäßig. Es ist so beeindruckend, so schön, so fantastisch, das begeistert wirklich tief. Ja, wir haben so viele Erfahrungen, jetzt muss wir denken, welche wir erzählen sollen, aber wir haben gedacht, vielleicht über unser Gasproblem. Genau. Wir haben einen Gastank, so 2 Flaschen, die fest integriert sind und die man nur von außen betanken kann. Und das ist das Problem. Das wussten wir aber, also das war uns bekannt, dass das zu Problemen führen kann. Unsere Hoffnung ist beinahe gestorben, aber dann würde das wieder durch die Freundlichkeit der Menschen und die Bereitschaft zu helfen. Die Bereitschaft auch etwas zu tun, was wirklich über die Grenzen hinausgeht. Ja, und wir sind dann zu einer Gas Company, die heißt Die Maskat Gas Company. Maskat Gas Company gefahren. Ja, nach vorherigen anderen Gas-Companies, die wir besucht haben und die uns dann immer weiter vermittelt haben, immer geholfen haben. Immer geholfen, telefoniert. Der hat sogar mit seinem Competitor telefoniert und hat uns dort geschickt. Wirklich, er hat sich seine Mittagpause fast die Hälfte verloren davon, um zu telefonieren und uns anzukündigen. Genau. Und ja, wir sind dann dorthin gefahren und dann, ja, ich habe Jens erklärt, es gibt ein Wort auf Arabisch, das heißt Abshir oder Abshiri für eine Frau. Ich habe mein Problem erklärt und dann hat er gesagt Abshiri. Das heißt, wir haben, was du suchst. Und dann wirklich von bis und geredet und dann kam so ein riesen
Tanklastkraftwagen, ja, genau. Genau, und hat neben unser Auto geparkt und dann haben sie uns Gas getankt. Also super. Also, Und sie sagen dann am Ende, sagen sie, thank you for visiting our country. genau. Wirklich, was sagt Also man ganz dann? große Klasse. Also die Ja. Freundlichkeit, das war nur ein Beispiel. Ja. Und heute kommen an unserem Wagen vorbei und geben uns Süßigkeiten oder beziehungsweise Datteln. Datteln, ja, der Aber Datteln ist immer ja, wieder, nicht nur einmal. Also das passiert ständig. Ja. Leute hupen auf der Straße, wenn wir vorbeifahren oder umgekehrt. Also es ist schon beeindruckend. Sehr. Und natürlich erregen wir auch Aufmerksamkeit bei Ausländern hier. Wenn wir hier mit unserem deutschen Nummernschild langfahren, werden wir auch oft angesprochen. Bei wie wir- beiden, ja, bei Einheit, wir sind hier wirklich so wie die Stars. Das tut irgendwie gut, ja. Aber es ist auch ein wunderschönes Land und wir freuen uns jetzt auf die Weiterfahrt. Sehr. Nach 2 Tagen an diesem wunderschönen Stellplatz fuhren wir zunächst noch einmal nach Maskat, denn unser Laptop hatte seinen Geist aufgegeben und musste repariert werden. Am Nachmittag ging es dann mit repariertem Laptop weiter zur pittoresken Stadt Sur. Wir sind jetzt auf dem Weg zu einem Geschäft, zu einem Computer- oder Laptop-Repair-Service. Also wenn ihr das Video oder diese Aufnahme jetzt seht, dann hat sich erledigt, dann haben wir es geschafft, unser Laptop oder die Experten haben es geschafft, unser Laptop zu reparieren. Sonst war das letzte Video unser last Video. Pech gehabt, ja. Unser Laptop ist plötzlich wirklich ohne Vorwarnung einfach gecrashed. Jetzt auf den Diesmal tanken wir unser Wasser an einer Abfüllstation für Tanklastwagen für Trinkwasser. Heute Abend sind wir hier in Sur angekommen. Ich glaube, Sur. Glaubst du Sur? Es nicht Z. Sur. Sur. Ja. Okay, müssen wir nochmal nachschauen, Ja. wie es wirklich heißt. Aber es ist eine tolle Stimmung hier und wir haben den Stellplatz direkt am Strand. Ja, Ich bin gespannt. Besten Platz. Im besten Platz, genau. Die Stadt Sur gilt als das Herz des traditionellen Bootsbaus im Oman. Der Eigentümer dieses kleinen Betriebes hat uns seine aus Holz gefertigten Modellschiffe stolz präsentiert und uns die Geschichte der damaligen Seefahrernation des Omans erzählt. بس هي للزينة مو لنقص. للزينة لا في كبير يسووا الكبير يعني 15 متر 6 متر هدول للاستعمال. يكون شوية عريض. Laut dem Herrn bauten die Menschen des Omans ihre Segelschiffe, die Daus, so zuverlässig, dass sie damit bis nach Ostafrika und Indien segelten, um dort Handel zu treiben, bevor die Europäer mit der Kolonialisierung dieser Länder begannen. Nach 2 Tagen in der faszinierenden Stadt Sur zogen wir weiter in Richtung Salalah. Wir fuhren bis zu einem Stellplatz in der Küstenstadt Dublin.
Wir sind hier auf halber Strecke zwischen Salalah und Maskat. Ein Ort, der geschrieben wird Duqm, D-U-Q-M. Ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Aber es ist hier ziemlich leer. Wir sind an einer wüstenartigen Küste. Hier, der Ort selber ist sehr, sehr schön gemacht mit Palmen. Wir haben hier frisches Wasser. Eigentlich sehr schön. Der Strand ist traumhaft. Ich kann mir vorstellen, heute Abend dort schwimmen zu gehen. Allerdings haben wir ein kleines Problem mit dem Internet. Es ist wirklich sehr schwach und die Rula hat Probleme, ihre Dateien herunterzuladen, um zu arbeiten. Ansonsten ist dieser Ort hier einfach traumhaft schön. Wieder nach 2 Tagen an diesem traumhaften Stellplatz geht es nun weiter nach Süden. Die Landschaft wird gebirgiger und wir finden einen wunderbaren Stellplatz mit Blick auf die schroffe Küste. Am Nachmittag fahren wir dann weiter bis nach Salalah, dem südlichsten Punkt unserer Reise. Wir sind hier in Salalah angekommen, am sogenannten Coconut Beach. Eine wunderschöne Umgebung im subtropischen Bereich. Also hier gibt es überall Palmen, Kokosnusspalmen. Ich weiß nicht, ob man das auf den Bildern erkennt. Aber es ist eine ganz andere Umgebung als noch etwas weiter nördlich, wo es doch ziemlich karg war. Aber wir wollen jetzt dieses Video hiermit beenden. Ich hoffe, ihr hattet Spaß an diesem Video und ihr seid das nächste Mal auch wieder mit dabei. Wir haben Spaß dabei und wir freuen uns auf die weitere Fahrt. Genau. Ich hoffe wirklich, ihr könnt die Kokosnüsse sehen. Wir haben ein bisschen weiter weg geparkt, damit keine uns runterfällt, ja. Die anderen haben direkt da drunter geparkt. Mal schauen. Aber ich hoffe, wir können irgendwo auch Kokosnusswasser trinken. Ich mag das. Okay. Na gut, dann bis zum nächsten Mal. Ciao.